Also absoluter Quatsch aus meiner Sicht. Nein, die Zeiten sind nicht vorbei, die kommen jetzt erst richtig. Also mir wäre das zu laut, zu extrem, zu hart. Ja, Nico, ich kann das fühlen. Schlecht. Also sie ist ja schon schlecht, sie wird aber vermutlich weiter negativ sein. Ich beantworte Community-Fragen rund um das Thema Sportwagen und Luxusfahrzeuge und deren Entwicklung am Markt. Der liebe Tom hinter der Kamera liest uns die Kommentare vor und los geht's. Und falls ihr einen Sportwagen, Klassiker oder Luxusfahrzeug kaufen oder verkaufen möchtet, dann besucht unbedingt röhrle-mobility.de. Spider kommentiert: 175 Spider RS, zurzeit fast unverkäuflich bei Mobile. War wohl nichts mit dem schnellen Geld. Ja, stimmt, war nichts in dem Fall. Und es kommen weitere Autos auf den Markt. Porsche hat dieses Jahr noch ganz viele produziert und auch an Neukäuferquoten vergeben. Deshalb, da haben sich natürlich viele verspekuliert, sofern es ein Spekulationsobjekt war. Fahrerisch zweifelsohne, weiterhin ein sehr gutes Fahrzeug. Roman B. will wissen: 718 GT4 sinnvoller Invest aktuell? Wenn, dann Clubsportpaket ein Must? Beim 718 GT4 würde ich immer nehmen PDK, Vollschalensitze, Clubsportpaket, erweitertes Lederpaket, wenn möglich noch PCCB, dann ja, Invest, setze ich ein Fragezeichen hinter sich beim Cayman derzeit nicht, aber eine gewisse Werthaltigkeit, glaube ich, kann man schon erwarten. Go Hard GT-RS Cars fragt: Werden 992 GT3 RS mit Weissach immer noch über Listenpreis verkauft? Ja, definitiv. Und zwar auch deutlich, wenn es ein besonderes Auto ist. Wir haben dieses Jahr 1 oder 2 Autos gehandelt. Die ganz normalen gehen so rund 20.000 bis 30.000 Euro über Liste. Wohlgemerkt nur neu und mit Mehrwertsteuer und Weißer- und Keramikanlage. Und Autos im PTS können dann durchaus deutlich mehr bringen. Und werft da doch mal einen Blick auf unsere Webseite. Da ist jetzt ein 902 GT3 RS im PTS British Racing Green drin. Das Auto bieten wir für, glaube ich, 100.000 Euro über Neupreis an. Und wir werden sehen, ob er zu diesem Kurs nochmal den Besitzer wechselt. Vor einem Jahr hat er es ganz klar getan. Jetzt ja, setze ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich bin schon überzeugt davon und durch das Produktionsende kommen auch nicht mehr auf den Markt. Deshalb ja, geht weiterhin sehr gut und durchaus auch viel über Liste. Paul Breitner kommentiert: Mal wieder ein sehr, sehr schönes Video mit Florian. Das habt ihr echt gut gemacht. Tolles Video. Frage: Warum war kein V12 dabei? Ein herrlicher F12 rockt ja wirklich alles. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe beim nächsten Mal. Wir hatten schlichtweg gar keinen mehr da. Alle verkauft. Wir haben jetzt wieder einen da, einen 812 Superfast. Aber ja, im Moment Mangelware bei uns. Also wenn ihr einen habt, dann egal ob 599, F12, 812, bietet ihn uns gerne an. Natürlich auch den neuen Dodici-Zylinder. Günther Penz fragt: Wie wird sich der 997.2 GT3 entwickeln? Sehr, sehr gut. Schaut da bitte unser neues Video dazu an. Top 5 Porsche Investments für 2025 blenden wir an der Stelle ein, falls es schon draußen ist. Wenn nicht, kommt es die nächsten Wochen. Elf Dalki möchte wissen: Welcher 911 verliert am wenigsten Wert? Du meintest, der Turbo S verliert am meisten Wert und wieso? Also es sind 2 Fragen. Gehen wir mal zunächst auf den Turbo S. Der Turbo S ist immer der Porsche oder war der Porsche, der den höchsten Wertverlust hatte im 911 Lineup. Und der Grund dafür ist recht einfach. Zunächst mal die hohe Produktionsstückzahl. Der Turbo S wird in einer hohen Stückzahl gefertigt. Das zweite ist der hohe Listenpreis. So ein Auto kostet oder hat gekostet, der neue ist ja jetzt noch nicht am Markt, aber 2024 hatte der einen Listenpreis, ein Coupé mit guter Ausstattung von rund 270.000 bis 80.000 Euro und da sind wir schon auf GT3 RS Level. Und das gepaart mit einer hohen Stückzahl. Zum anderen sind die Wartungskosten und die Wartungsintensität entsprechend hoch, was viele Käufer später abschreckt. Und dann ist es eben auch noch ein Auto, das für den Alltag eingesetzt wird, das eigentlich auch nicht gesammelt wird. Und in der Summe ist dann der Turbo S einfach derjenige, der am schnellsten den Wert verliert. Pauschal, welcher 911 hält sich preislich am besten? Abseits von den ganzen Sondermodellen haben wir jetzt jedenfalls beim 992 festgestellt, dass es tatsächlich der Basis Carrera war. Der hat sich teilweise auch jetzt noch
rund 10 bis 15, 20.000 Euro unterm Listenpreis eingependelt. Gerade Autos aus 2020 und 2021 waren sehr, sehr, sehr stark, die aber auch noch einen vergleichbar geringen Listenpreis hatten. Wie es in Zukunft sein wird, ich würde weiterhin sagen, der GT3 ist ein Auto, das relativ wertstabil ist. Der Turbo S wird weiter sehr stark an Wert verlieren und der Basis Carrera, der S4S, die sind eigentlich immer gleich auf. Jetzt beim 992 Vor-Facelift war es so, dass der GTS auch relativ stark abgewertet hat. Der Grund dafür war, dass eben dieses Auto oft als Beigeschäft für den GT3 RS oder den ST verkauft wurde und deshalb viele auf dem Markt gespült wurden von Verkäufern, die das Auto eigentlich nicht wollten. Das hat den Preisen entsprechend bisschen was abgetan. Nico kommentiert, erste Indikation ist am Friseur sparen. Lage ist anscheinend wirklich ernst. Ja, aber jetzt hier mit neuer Frise am Start. Also ich war beim Friseur. Geht gerade noch so. Bötli kommentiert, super spannend, danke fürs Video. Wie seht ihr die Entwicklung des Huracan Performante in den nächsten Jahren? Der hat ja verhältnismäßig wenig Elektronik verbaut und den emotionalen V10-Sauger. Also sehe ich sehr gut generell die ganze Huracan-Baureihe, ob LP610, Evo, Performante oder STO, alle im Moment Autos, die den Zeitgeist voll treffen mit ihren 10 Zylindern, die natürlich unfassbar gut auch klingen. Der Performante ist wahrscheinlich der aus dem Line-Up, wo ich das höchste Potenzial sehen würde. Der STO ist wiederum zu extrem und von der Fahrbarkeit ist er kaum besser wie der Performante, selbst auf den Rennstrecken nicht. Da gibt es ja einige Rundenzeiten, wo das mal verglichen wurde und der Performante ist dann einfach doch ein bisschen alltagstauglicher, ist ein falsches Wort, aber jeder, der so ein STO schon mal gefahren hat, der weiß, wie es ist und der Performante ist da schon angenehmer. Deshalb Performante absoluter Topkauf im Moment aus meiner Sicht. Michael X Fashion schreibt, hier eine Frage für das nächste Q&A. Ich wollte fragen, wie es genau aussieht mit dem G63 vor Facelift. Bin ganz besonders an Autos unter 130.000 Euro interessiert. Das heißt Modelle mit mehr als 80.000 Kilometer. Würdet ihr empfehlen, jetzt eine anzuschaffen oder noch zu warten? Und wie sieht es mit Modellen über 90.000 Kilometern aus? Ja, sehr gute Frage. Er spricht von einem W463, also schon der Facelift, der 2018 auf den Markt kam, mit 585 PS. Ich denke, so ein Auto kann man bedenkenlos mit 90.000 Kilometer oder sogar noch mehr kaufen. Nur um mal den Vergleich zu ziehen, ein neuer kostet, wenn man ihn jetzt mit Superior, Night-Paket, Performance-Paket ausstattet, in etwa 230.000 Euro. So ein Auto ist dann mit 100.000 Euro Abschlag zu haben. Auf der anderen Seite ist der Vorgänger, also der, wo bis Ende 2017 gebaut wurde, mit 571 PS, so für in etwa ab 80.000 bis 85.000 Euro zu haben. Von dem her haben wir eine Differenz von 50.000 Euro zum wesentlich moderneren Fahrzeug. Und jeder, der den alten mal gefahren ist, der weiß, was für ein, es fährt sich wie ein LKW, das Auto. Also von dem her 130, denke ich, kann man auf jeden Fall ausgeben. Und auch ein Wertverlust wird da sein, dennoch deutlich weniger, wie wenn man jetzt einen neuen Cayenne oder einen GLE 63 oder einen anderen SUV kauft. Armin Hane kommentiert. Auch wenn ich mir den nicht leisten könnte, so finde ich den Preis für den grünen 997.1 GT3 RS gerechtfertigt. Ihr seid ja immerhin 10.000 entgegengekommen. Ein Niederländer ist jetzt stolzer und glücklicher Besitzer, also alles richtig gemacht. Angebot und Nachfrage. Den voll restaurierten titanfarbenen 87er Carrera mit Weissachpaket hätte ich mir gerne gegönnt. Einzig das nicht komplette Checkheft sagte mir nicht zu. Aber ich habe jetzt auch euren WhatsApp-Kanal aktiviert, damit ich schnellstens informiert bin, wenn mal wieder etwas kommt, was 100% passt. Freut mich sehr, Armin, und schade, dass es beim SC nicht geklappt hat. Der hatte zwar kein vollständiges Serviceheft, war aber von Grund auf vom Porsche-Zentrum Gelderland neu aufgebaut worden. Das für 85.000 Euro, da hast du dir echt was durch die Lappen gehen lassen. Ja, und zum 907.1 GT3 RS, den blenden wir euch mal kurz ein. Da geht es um unser letztes Video. Im Porsche-Forum wurde dieses Auto heiß diskutiert. Es hieß, er sei viel zu teuer, unverkäuflich.
Und letztlich haben wir ihn dann doch verkauft und der Armin hat hier ja, uns auch seine Einschätzung zu geben. Vielen Dank an der Stelle und ja, genauso ist es ja dann passiert. Darktrack Official kommentiert: Sehr cooles Video. Man merkt richtig, wie ihr euch beide ergänzt durch eure Erfahrungen aus der Vermietung und dem Verkauf. Das könnt ihr gern regelmäßiger machen. Vielleicht dann auch etwas mehr auf spezifische Autos eingehen und wie ihr sie aus Fahrersicht findet. Gerade beim GT4 RS interessiert mich das bei euch und auch die Wertentwicklung, weil ich erst vor ein paar Wochen einen bestellt habe. Super interessant, eure Meinung zu hören zu den Märkten und Autos und vor allem auch zum Fahren selbst, weil das ist ja der Grund, warum wir alle hier sind. Ja, vielen Dank für das gute Feedback, freut uns natürlich sehr. Und zum GT4 RS ist es so, die Gebrauchten sind jetzt deutlich unter dem Listenpreis angekommen mit rund 20.000, 30.000 Euro Abschlag. Da kann man jetzt schon zuschlagen. Einen neuen würde ich nicht bestellen. Wir haben ja 150 Autos am Markt, haben also jegliche erdenkliche Kombination auch als Gebrauchten da. Und da gibt es aus meiner Sicht im Moment wenig Argumente dafür, einen neuen zu bestellen. Vor allen Dingen, weil eben der Wertverlust sofort vorprogrammiert ist. Ich würde an der Stelle ganz klar einen Gebrauchten kaufen. Streifenkarl fragt: Wie seht ihr den Cayman GTS 4.0 PDK mit guter Ausstattung und erweitertem Lederpaket, GTS-Interieur? Danke und viele Grüße. Dazu muss ich wirklich sagen, wir haben praktisch nie einen Cayman hier, wenn überhaupt auch mal ein GT4 RS. Nicht, dass wir was gegen die Autos haben, aber wir handeln sie einfach nicht häufig. Ich kenne auch das Klientel nicht wirklich gut, deshalb kann ich dazu gar keine gute Aussage liefern. Aber eins ist klar, die Heckmittelmotor-Fahrzeuge gibt es nicht mehr. Es kommt jetzt ein elektrischer Spider heraus und solange das der Fall ist, dürfte auch der alte, in Anführungszeichen der alte Cayman, dann doch nicht zu sehr abwerten. Aber eines aus meiner Sicht muss berücksichtigt werden: Es sind oftmals Einsteigerautos im Porsche-Bereich oder auch Autos, die von Käufern gekauft werden, die die Marke wechseln, die von BMW M oder Mercedes kommen. Und da ist schon eine gewisse Preissensitivität da. Und im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, glaube ich, kann es durchaus sein, dass die Autos auch etwas abwerten. Daniel schreibt: Ich denke ebenfalls, dass der 991 aufgrund des Saugers und der guten Verarbeitungsqualität sehr wertbeständig ist und beim 992.1 der analoge Drehzahlmesser sowie viele Farben, die mittlerweile PTS sind, eine Beliebtheit auf dem Gebrauchtwagenmarkt erfahren. Darüber hinaus ist der Unterschied 992.1 zu 992.2 nicht übermäßig. Ein guter 991 ist für unter 80.000 kaum zu bekommen, ein 992 bei 110.000 bis 120.000. Da wird sich meiner Meinung nach auch nicht sehr viel tun 2025. Also der gleichen Meinung bin ich auch. Bei beiden Autos haben wir sicherlich ja, im Moment eine Preisstabilität. Der 991 ist sicherlich der von beiden, der auch einen kleinen Sprung machen kann, insbesondere die GTS-Modelle. Der 992 hingegen ist jetzt letztes und vorletztes Jahr stark runtergekommen preislich, stabilisiert sich dieses Jahr aber sehr, sehr gut. Wir sehen sogar schon leicht steigende Preise. Gerade beim Turbo S erstaunlicherweise, muss man sagen, haben wir nun 2 Fahrzeuge dieses Jahr verkauft, die bis zu 20.000 Euro mehr gebracht haben als noch letztes Jahr. Und dem Ganzen ist natürlich einfach das geschuldet, dass Porsche im Moment wenig oder schwerer seine Neuwagen verkauft. Die Porsche-Zentren sehr stark im Gebrauchtwagenmarkt im Moment aktiv sind und der Preiskampf rund um die Gebrauchten eben entsprechend die Preise steigen lässt. Gleichzeitig ist der 992 Facelift deutlich teurer in den Grundpreisen. Und wenn ich jetzt heute einen Carrera 4S konfiguriere, dann kostet er mich rund 170.000 Euro. Wohingegen ich einen 992 Vor-Facelift am Gebrauchtwagenmarkt zwischen 130.000 und 40.000 Euro, also ein 4S, durchaus finden kann. Und dieser Preisunterschied macht einfach die Gebrauchten im Moment sehr attraktiv. Darktrack Official kommentiert: Ich will mir einen GT4 RS holen, diese Woche den Vertrag unterschreiben. Wie siehst du die Wertentwicklung in den nächsten Jahren? Schlecht. Also sie ist ja schon schlecht. Sie wird aber vermutlich weiter negativ sein. Dennoch, wir sind einiges nach unten gekommen. Wir sind rund
bei 20.000 Euro Unterliste. Ich denke, 30 bis rund 40 werden es wohl auch werden. Gerade bei Autos mit viel Ausstattung, sprich mit Magnesiumfelgen und Keramikbremsanlage, sehe ich im Moment den höchsten Wertverfall. Den neuen zu kaufen, ich verstehe es, man möchte das Auto so haben, wie man es sich in seinem Traum auch vorstellt. Aber es gibt halt 150 Gebrauchte am Markt und dort sind eigentlich alle Farben und Ausstattungsvarianten auch abgebildet. Deshalb wäre ich da an deiner Stelle wohl eher auf den Gebrauchten gegangen. Ja, ich wünsche dir natürlich dennoch viel Spaß mit deinem neuen Auto und schick uns doch gerne mal deine Konfiguration durch oder Bilder, wenn das Auto da ist. Ahn schreibt: Wie seht ihr den 992.2 GT3 Markt? Ich habe 2 Slots verfügbar, bin mir aber unsicher, ob es weiterhin Sinn macht. Konnte das Video bisher leider noch nicht komplett sehen. Danke euch. Ja, den sehe ich sehr schlecht tatsächlich, außer man hat eine ganz, ganz frühe Quote und eine ausweisbare Steuer und eine gute Farbkombination. Dann kann es in einem ganz engen Zeitfenster von 1, 2, 3 Monaten vielleicht funktionieren. Darüber hinaus glaube ich definitiv nicht an das Auto. Es liegt zum einen an dem Grundpreis von 209.000 Euro, mit Ausstattung gut und gerne 250.000 Euro und ich bekomme jetzt einen gebrauchten GT3. Ich war vorher erst auf Mobile, ja, mit unter 10.000 Kilometer für 180, teilweise 175.000 Euro. Das erschließt sich mir nicht, wieso sollte ich den neuen kaufen, der weniger Drehmoment hat, der weniger Sound hat, der vom Außengleit nahezu identisch ist, der zusätzlich noch diese nervigen Assistenzsysteme hat, die andauernd piepsen und blinken. Ich verstehe es nicht. Ich glaube an das Auto definitiv nicht. Nico kommentiert: Muss nicht immer Carbon sein, beim Ankauf schade kein Carbon. Ja, Nico, ich kann das fühlen, das Kommentar. Ich weiß genau, was du meinst. Nein, tatsächlich ist es nicht immer notwendig, aber wenn wir ein Auto, wahrscheinlich habe ich über einen Ferrari da gesprochen im Video, bekommen, irgendwie so ein 812 und der hat außen Carbon, Front, Spoiler, Heckdiffuser, Seitenschwerter, ist natürlich ein mega Mehrwert. Natürlich werden wir den nicht so bezahlen, was es neu auch mehr gekostet hat, es zu bestellen, aber ja, grundsätzlich von deinem Kommentar ist so, ja. Mert kommentiert: Sehr, sehr interessant. Gerne noch ein Video, wo ihr zeigt, wer für was zuständig ist. Ob du und dein Bruder alles zusammen macht oder ob ihr eine strikte Arbeitsaufteilung habt. Wünsche euch alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank, lieber Mert. Unsere Arbeitsaufteilung ist einfach, wir machen beide mehr oder weniger dasselbe. Der eine macht mal mehr Einkauf, der andere mehr Verkauf, aber generell sind in allen Tätigkeiten strategisch, operativ beide genauso eingebunden und der eine, also der Luca ist vielleicht technisch der bessere von uns beiden, da bin ich nicht ganz so fit und ich mache natürlich sehr gerne das Marketing, er macht eher auch die Entwicklung im Hintergrund und so ergänzen wir uns sehr gut. And X1S schreibt: Servus Herr Röhrle, in diesem und einigen vorherigen Videos wurde der Spider RS oft thematisiert. Ich frage mich, wie es um den Non-RS 718 Spider steht. Viele haben den auf den Markt geworfen und für den SRS getauscht. Denkt ihr, die Produktion des SRS wird dieses Jahr noch auf den Non-RS Spider drücken oder ist der am Boden angekommen? Danke und liebe Grüße. Also der 718 Spider war ja jahrelang, ich sag mal seit 2021, rund um den Listenpreis gehandelt, teilweise sogar bis zu 10.000, 15.000 Euro darüber. Jetzt sehen wir, dass er rund 10.000 bis 20.000 Euro darunter liegt. Also Listenpreis ist so rund 120.000 Euro mit einer guten Spezifikation. Von dem her, klar, ist er schon runter. Er wird wahrscheinlich auch nicht weiter steigen. Ich glaube, der Spider RS tut dem Auto nichts entgegen oder auch nichts dafür. Es sind zwei unterschiedliche Fahrzeug- und Käufergruppen, die man anspricht. Und man kann durchaus jetzt zuschlagen, zwischen 90.000 und 100.000 Euro ist es ein gutes Auto. Ich würde beim 718 tatsächlich immer ein PDK-Fahrzeug nehmen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch eher mit den 18 Wägen als den Vollschalensitzen nehmen, ist aber beides im Wiederverkauf genauso gut und dann halt darauf achten, erweitertes Lederpaket, Chrono, ja, die Basics und dann kann man so ein Auto sehr, sehr gut kaufen.
Thomas kommentiert: Ein ganz, ganz tolles Kompliment an euch. Eure Videos sind sehr, sehr gut. Gerne würde ich meinen zukünftigen 992 GT3 bei euch kaufen. Clubsportpaket, Carbondach, Lift, erweitertes Lederpaket. Kilometer maximal 5000 Kilometer bis 8000 Kilometer. Außenfarbe gerne Kreide, Achat Grau Metallic. Liebe Grüße, Thomas aus E. Ja, lieber Thomas, ein herzliches Dankeschön auch an dich. Freut mich sehr, dass unsere Videos dir gefallen. Bezüglich deines Suchauftrages, wir bekommen die Anfragen sehr häufig, sucht mir doch das eine oder das andere Auto. Die Realität ist, dass wir das im Moment gar nicht wirklich anbieten können, weil wir mit den Bestandsfahrzeugen schon so viel Arbeit haben, dass wir nicht zusätzlich Autos besorgen können. Dennoch, 902 GT3, genau so einen haben wir heute mit einem Kunden verhandelt und ich würde vorschlagen, schau doch mal die nächsten 1-2 Wochen auf unserer Homepage, da sollte dann vielleicht das Auto auch auftauchen. Friedler Bernd kommentiert: Top-Analyse. Ich habe gehört, dass Porsche vermehrt Quoten für GT-Modelle, Beispiel GT3 RS, nachproduziert und in den Markt gibt. Kannst du das bestätigen? Danke. Nein, kann ich so nicht bestätigen. Der GT3 RS hat ja jetzt bald sein Produktionsende, ich glaube im Mai oder im Juni. Wir haben nun auch noch einen uns sichern können. Es kommen nicht mehr viele und nein, der Markt wurde ja definitiv auch jetzt nicht geschwemmt seitens Porsche. Ganz im Gegenteil, die Autos sind weiterhin sehr begehrt, sind weiterhin über dem Neupreis gehandelt und waren auch und sind weiterhin sehr schwer zu bekommen. J.D.GTS 1985 schreibt: Kompliment an die informativen Videos und die kompetenten Meinungen. Ich bekomme im April 25 den 992.2 GTS Coupé. Mich würde eine ehrliche Einschätzung zur Wertstabilität und Wiederverkauf des hybridisierten 911ers freuen. Persönlich bin ich von dem Konzept und der Optik begeistert. Vielen Dank. Ja, da bin ich voll bei dir. Der 992 GTS mit seinem neuen Design, mit dem Active Aero auch vorn, finde ich, sieht super aus und von der Performance natürlich unfassbar auf Turbo-Niveau. Von dem her fahrerisch absolut genial das Auto. In Richtung Werterhalt, glaube ich, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das Auto wird definitiv einen Wertverfall haben, auch ziemlich schnell. Der Grund dafür ist recht einfach. Bevor ich darauf komme, vielleicht noch ein Aspekt, wieso der GTS auch im Moment relativ gut gefragt ist. Es liegt daran, weil der neue Turbo bzw. Turbo S noch nicht am Markt ist und sich viele Käufe im Moment auf den GTS stürzen. So, aber wieso wird der GTS einen hohen Wertverlust einfahren? Das zeige ich euch einmal ganz anschaulich. Wir gehen mal kurz auf Porsche, auf den Konfigurator und konfigurieren einen und dann schauen wir mal, wo wir preislich rauskommen und vergleichen das eben mal mit dem Gebrauchtwagenmarkt. Da haben wir auch einen neuwertigen gerade hier und dann werden wir ziemlich schnell sehen, dass diese Rechnung nicht aufgehen kann. So, ich habe jetzt hier mal ganz schnell einen 992 GTS konfiguriert. Im Wesentlichen 18 Wegesitze, GT Silber, Interieurpaket GTS, Schiebedach, HD Matrix, Exclusive Heckleuchte, Privacy-Verglasung, GT Sportlenkrad, Liftsystem, 360-Grad-Kamera, Bose Surround-System. Ja, das ist so eine typische Konfiguration. Auto kostet 202.000 Euro und jetzt im Vergleich, was kostet bei uns ein gebrauchter, neuwertiger 992 Vor-Facelift GTS? Hier ist er schon aus 0224 erste Hand, 6.000 Kilometer und Mehrwertsteuer. Das Auto kostet etwas über 160.000 Euro, praktisch gleich konfiguriert. Und da muss man einfach sagen, dass im Moment viele Käufer einfach auf den Gebrauchten gehen und da 40.000 Euro weniger ausgeben. Mr. Wayne kommentiert: Wie schätzt ihr die Lage für einen 981 Boxster ein? Zum Beispiel ein spätes Modell von 2016 mit wenig Kilometern. Wertbeständig, weil Sauger ohne OPF und fahrerorientiert, oder uninteressant, weil kein 11er und kein GT-Modell? Also wir hatten sehr, sehr wenige 981. Wir hatten mal einen 981 Spider da. Da ist tatsächlich aus meiner Sicht eine ganz gute Nachfrage drauf. Bei den anderen Modellen kann ich nicht wirklich mitsprechen. Aber 981 Spider oder auch 981 GT4 haben sicherlich ihre Sammlerkreise und haben natürlich einen außergewöhnlich guten Sound. Bei den Autos, ja,
kann ich was zu sagen. Glaube ich, kann man sehr gut kaufen auch. Bei den anderen muss ich leider passen. Dazu handeln wir die Autos zu selten und zu wenig. Sportler 69 fragt, wie sieht es mit 992.1 Carrera S Cabriolet aus? Mit Sportchrono, Sportabgasanlage und Vollleder, wenig Kilometer, Garantie, schwarz oder achatgrau. Jahrgänge 2020 bis 2023. Zwischen 120 bis 140.000 Euro. Den ersten größeren Abschreiber sollten die Fahrzeuge hinter sich haben. Ist mit Stabilität zu rechnen? Also die Autos verkaufen sich im Moment wieder sehr, sehr gut. Letztes Jahr war es ganz schwierig. Wir haben dieses Jahr sicherlich schon 10 oder 15 992s verkauft. Sowohl Carrera S, 4S, GTS, funktioniert alles gut. Die großen Abschreiber haben sie hinter sich. Das stimmt. Wertstabilität, im Moment ja, wir sehen leicht steigende Preise, weil der Facelift nicht so gut anläuft und weil der Markt sich im Moment zunehmend ausdünnt. Dennoch auf lange Sicht glaube ich nicht mit Wertstabilität, aber im Moment ja, sind die Preise stabil. Hi Malima kommentiert. Hi, wirklich interessant. Denke über einen 599 GTB nach. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Danke. Ja, 599 GTB definitiv ein spannendes Auto mit seinem 12-Zylinder. Es ist sicherlich so, dass aufgrund des F1-Getriebes der 599 so ein bisschen ein Hemmnis hat, sich richtig gut zu entwickeln. Da würde ich dann eher auf einen F12 gehen, wenn das wirklich Invest im Vordergrund steht. Aber gerade in besonderen Farben und in zum Beispiel Giallo Modena haben wir einen verkauft letztes Jahr. Da war die Nachfrage sehr, sehr groß. Oder ein Auto mit HGTC-Paket. Da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Ich glaube nicht, dass die Autos riesen Sprünge machen. Ich glaube, sie werden sich irgendwo inflationsgerecht anpassen. Aber mehr sehe ich bei dem Auto nicht. Da dann schon eher ein F12 nehmen. Aber auch da wird man einen langen Atem haben müssen, um da einen guten Wertzuwachs zu haben. NST66 kommentiert, Porsche erst Milliarden für Elektro, jetzt 80 Millionen für Verbrenner. Ist das wie mit dem Ex, der plötzlich wieder anruft? Egal, Hauptsache der Motor schnurrt. Ich glaube, so ähnlich ist es tatsächlich. Jürgen Bischof schreibt, muss heute unbedingt mal einen Kommentar für euch schreiben. Es ist als wahrer Autofan so angenehm, die Videos von Niklas anzuschauen. Einfach toll. Hatte vor wenigen Tagen auch Kontakt zu Luca Röhrle und auch er ist ein so angenehmer und sympathischer Mensch. Chapeau für das, was ihr bis hierhin erreicht und geleistet habt. Bin überzeugt, es ist für jeden seriösen Autoliebhaber eine Win-Win-Situation, mit euch zu arbeiten. Vielen Dank, Jochen, und auch wir können bestätigen, Kontakt war sehr angenehm mit dir und vielleicht haben wir ja bald wieder mal eine Gelegenheit, über das eine oder andere Auto zu sprechen. Sebastian Schultes fragt, was denkt ihr, was der 991 GT3 Touring macht? Ja, auch da bitte unser neues Video anschauen, Top 5 Porsche Investments 2025, da ist das Auto mit drin, da gehen wir im Detail drauf ein. Ad absurdum kommentiert. Bin am Überlegen, meinen 992 4S zu verkaufen und mir einen 992.1 GT3 zu kaufen, als Daily Driver oder zusätzlich. Mal sehen, Markt ist gut. Ja, Markt ist gut. Als Daily muss man wirklich wollen. Also mir wäre das zu laut, zu extrem, zu hart. Da würde ich ganz klar beim GTS bleiben. Deshalb von der Fragestellung, ich würde ihn dazu kaufen, ja, wenn es natürlich finanziell machbar ist oder halt, wenn man wirklich so gut drauf ist, jeden Tag einen GT3 zu fahren, den GTS zu verkaufen. Schick uns doch gerne mal dein Auto zu, dann gucke ich drüber und mache dir mal ein Angebot. Michael Bettnorz fragt, ich habe einen Cayman GTS 4.0, Top-Zustand mit 7K Laufleistung. Mein 992.2 kommt in ein paar Tagen. Was kann ich dafür verlangen? Da musst du uns bitte mal auf unserer Webseite die Daten zuschicken, röhrle-mobility.de/Porsche-verkaufen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Schick's doch gerne mal durch und schreib nochmal kurz dazu, dass eben dein Kommentar in dem Video war. Danny Müller schreibt, eine 991.2 Carrera 4 Targa, 8000 Kilometer für 97.500 Euro. Sinnvoll? Erste Hand, erweitertes Lederpaket, Sport, Chrono etc. Hat alles Wichtige außer die S-Aga. Was sagt ihr? Ja, durchaus Kauf wert. Ohne Sportabgas, ja, die kann man nachrüsten, würde ich wahrscheinlich auch machen.
Weites Lederpaket, Chrono, passt, Preis, passt, Kilometer passen. Super Auto, würde ich kaufen. P1LLE schreibt, ich bin aktuell auf der Suche nach einem gebrauchten Taycan. Kannst du etwas zur aktuellen Situation sagen? Gebrauchtwagenmarkt, Neuwagen, Vor-Facelift, aktuelles Modell etc. Die Videos, die sich auf Taycan beziehen, sind ja leider nicht mehr allzu aktuell. Danke. Kann ich wirklich nichts dazu sagen, weil wir die Autos nicht anrühren. Einfach aus dem Grund, dass wir so viele 911er, Ferraris, Lamborghinis angeboten bekommen, dass wir uns mit dem Thema Taycan nicht auseinandersetzen müssen. Darüber bin ich auch sehr dankbar, weil in kommerzieller Hinsicht das Auto einfach ein Desaster. Fahrerisch kann ich es ja im Detail nicht beurteilen. Dazu bin ich ihn zu selten gefahren. Es reizt mich einfach nicht, ja. Niklas TP kommentiert. Ich weiß nicht, ob das mit den 800 Millionen und Sätzen auf Verbrenner mit der neuen Klimaneutralität im Grundgesetz so gut war. Das mit der Klimaneutralität ist jetzt leider gesetzt und das kann mit den Linken, Grünen und SPD nie wieder rückgängig gemacht werden. Die Zweidrittelmehrheit schafft man leider nie wieder. Wenn das jetzt nicht gekommen wäre und das Verbrenner aus komplett vom Tisch wäre, dann natürlich schon. Aber schade, dass es jetzt so kommt. Ein wichtiger Aspekt bei den 800 Millionen sind aus meiner Sicht, dass Porsche im Moment einfach handeln muss und wieder Nachfrage schaffen muss. Und das geht nur über Verbrenner derzeit. Und ich sehe die 800 Millionen nicht als Invest in die lange oder strategische Zukunft, sondern vielmehr, um die aktuelle Flaute zu überbrücken, die vielleicht auch noch die nächsten 2, 3, 4 Jahre bei Elektrofahrzeugen ja, da sein wird. Danach werden wir sehen, ob die E-Mobilität an Fahrt im Premium-Segment aufnimmt. Aber dieses Invest ist aus meiner Sicht einfach, um die aktuelle Flaute zu überbrücken und kein grundlegendes Investment und keine grundlegende Kursänderung in der Strategie. Günther Heiligmann kommentiert. Nun ist der Zug abgefahren. Jetzt kann ihn jeder bestellen, nichts ist limitiert oder sonst was. Und die Preise werden in den Keller schießen. Es ist und bleibt ein Serienfahrzeug. Jetzt für jedermann und ohne irgendwelche zusätzlichen Forderungen wie Finanzierung, Uhr, zweites Fahrzeug oder sonst was. Da werden sich manche grün und blau ärgern. Viele haben ihn auch schon wieder verkauft. Es ist ein Auto für die Rennstrecke, aber um dort richtig aufspielen zu können, bräuchte er die Leistung eines GT2 RS. Da sind 525 PS einfach nicht mehr gut genug mit diesem Heckflügel. Bei 260 wird's schon langsam auf dem Tacho. Und wer fährt denn dauernd Rennstrecke? Ich will den auch auf der Straße fahren. Ja, also guter Punkt. Tatsächlich der 992 RS haben viele kritisiert, er hat zu wenig Motorleistung. Ich gehe da auch mit. Ich bin selber auf der Rennstrecke schon ein paar Mal mit einem 991 GT3 gefahren, mit einem 992 RS und es ist so, dass auf der Geraden der 991, der ganz normale GT3, wesentlich schneller ist und der GT3 RS nur von sehr erfahrenen Fahrern auch deutlich schneller bewegt werden kann. Er hat natürlich einen super hohen Anpressdruck, dadurch eine sehr hohe Kurvengeschwindigkeit, aber es erfordert sehr viel Mut, dieses Auto auch so zu bewegen. Deshalb bin ich von einem überzeugt, wenn der Facelift GT3 RS kommt oder vielleicht sogar ein GT2 als mit Turboaufladung, dann werden das die ultimativen Fahrautos werden und auch der Markt wird das Ganze so einpreisen. Ich glaube, es sind sehr hohe sechsstellige Aufpreise möglich und wir werden auf jeden Fall gespannt sein und ich hoffe, wir werden auch einer der ganz frühen Modelle dann auch hier haben. Bruno Busic fragt, 997 RS soll steigen, die Zeiten sind längst vorbei und reines Wunschdenken eines Verkäufers. Nein, die Zeiten sind nicht vorbei, die kommen jetzt erst richtig. Und dazu bitte auch unsere 2 neuen Videos anschauen. Top 5 Porsche Investments 2025 und unser Top- und Flop-Video für 2025. Da gehen wir auf den 997 GT3 und den RS auch nochmal gesondert ein. Und um die ganze Werthaltigkeit, Investment da auch nochmal kritisch vielleicht zu hinterfragen, für uns ist es nicht entscheidend, ob die Autos steigen oder fallen. Wir kaufen zu einem gewissen Zeitpunkt ein und verkaufen es nach, sag ich mal, 4, 8, 12 Wochen. Für uns ist es deshalb nicht entscheidend, ob ein Auto gestiegen oder gefallen ist. Es ist tendenziell so, wenn Autos steigen, ist es einfacher, die zu kaufen, wie wenn sie im freien Fall sind.
weil wir dann den Käufer natürlich ja argumentativ überzeugen müssen, uns ein Auto ja mit einem hohen Verlust auch abzugeben, wohingegen, wenn es eine Win-Win-Situation ist, wenn das Auto steigt, es natürlich einfacher ist. Aber generell ist es für uns nicht entscheidend. FW Rootsful kommentiert: Hey, clever und smart. Eine kleine Recherche, welche kein Studium voraussetzt, sollte zeigen, dass die Entwicklung eines Fahrzeugs, Verbrenner, bis zu 2 Milliarden Euro kostet. Die 800 Millionen sind weit davon entfernt. Was hier gesprochen wird, ist besserer Stammtisch. Also absoluter Quatsch aus meiner Sicht. Wieso soll die Verbrennerentwicklung 2 Milliarden kosten? Porsche investiert ja in die Entwicklung neuer Verbrenner 800 Millionen, also in die Motoren als solches und nicht in die Gesamtfahrzeugentwicklung. Von dem her macht Porsche sicherlich nicht den Invest, ja. Wenn es nicht dafür reichen würde, kann ich nicht nachvollziehen, das Kommentar. Und ja, tatsächlich in unserem Talk, wenn es Stammtischcharakter hatte, finde ich es nicht schlecht, dann hat es ja ein bisschen eine unterhaltsame Komponente. So, das war's mit euren Kommentaren. Kommentiert auf jeden Fall kräftig weiter. Wir versuchen jeden Kommentar immer zu lesen, zu beantworten in unseren Q&As, wenn nicht, dann über die Kommentarfunktion. Und ja, bleibt auf jeden Fall dabei. Es kommen viele interessante Videos die nächsten Wochen, Tage raus. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.